Das Testosteron der Männer in Deutschland sinkt. Und das liegt vor allem daran, dass 60% der Männer in Deutschland übergewichtig sind. Und woran liegt das bestimmt? Ja, das liegt natürlich an der Ernährung. Nein, doch. Sehr viele Männer in Deutschland ernähren sich mit vielen verarbeiteten Lebensmitteln, zuckerhaltigen Lebensmitteln. Und vor allem, wenn du viel Zucker und viel Insulin im Körper hast, dann sorgt es dafür, dass du eine Insulinresistenz bekommst. Und eine Insulinresistenz sorgt dafür, dass deine Proteine nicht mehr absorbiert werden können. Und zu wenig Proteine im Körper sorgen dafür, dass du Muskeln verlierst oder keine neue Muskulatur aufbauen kannst. Und Testosteron ist vor allem wichtig für den Muskelaufbau. Und das bedeutet, wenn du jetzt keine neue Muskulatur aufbauen kannst oder Muskeln verlierst, dann hast du auch automatisch weniger Testosteron. Gleichzeitig sorgt auch der hohe Bierkonsum der Männer in Deutschland dafür, dass der Testosteronspiegel nach unten geht, bzw. sinkt. Und das liegt vor allem daran, weil Bier sehr reich an Östrogenen ist. Und auch der neue Trend, also der neue vegane Trend, sorgt dafür, dass Männer weniger Testosteron bekommen. What? Bro, what are you talking about, man? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine vegane Ernährung automatisch dafür sorgt, dass du halt weniger Testosteron bekommst. Aber ich würde sagen, dass wenn du eine schlechte vegane Ernährung machst, dann kann es dafür sorgen, dass du einen schlechteren oder niedrigen Testosteronspiegel bekommst. Und das liegt vor allem daran, wenn du halt diese ganzen hochverarbeiteten veganen Lebensmittel zu dir aufnimmst, oder diese Ersatzprodukte oder unfermentiertes Tofu oder Soja, das vor allem sehr schädlich für deine Gesundheit sein kann. They convince themselves they're doing much better and they're feeling much better. But a lack of cholesterol can fuck with your hormone functions. A lot of vegans have low hormones because of that. Deswegen, wenn du dich vegan ernährst, dann ernähr dich richtig und benutze diese Alternativen, vor allem fermentierte Sojaprodukte wie zum Beispiel Miso, Natto und Tempeh oder fermentiertes Tofu, am besten in geringen Mengen. Denn die Japaner konsumieren auch Tofu, also das fermentierte Tofu, in geringen Mengen mit Fischbrühe. Und was du auf jeden Fall trotzdem vermeiden möchtest, ist zu viel Soja zu konsumieren. Wenn du viel Soja konsumierst, dann kann es dafür sorgen, dass du weniger Testosteron im Blut hast, weil Soja sehr reich an Östrogenen ist. Deswegen jetzt, da du dies weißt, stellst du bestimmt die Frage, ja, wie kann ich mein Testosteron erhöhen? Oder welche Nahrungsmittel können dafür sorgen, dass mein Testosteron erhöht wird? Und diesen beiden Fragen werden wir jetzt nach dem Intro stellen. Also das erste Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, ist rotes Fleisch. Denn rotes Fleisch ist sehr reich an Zink und Zink ist das Nummer 1 Mineral für die Testosteronerhöhung. Zudem ist das rote Fleisch auch sehr reich an Cholesterin. Und Testosteron kommt von Cholesterin. Das bedeutet, wenn du wenig Cholesterin im Körper hast, dann hast du auch automatisch weniger Testosteron im Körper. Wow. Das nächste und zweite Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, sind Eier. Vor allem möchtest du da das ganze Ei aufnehmen, also das Eiklar und vor allem das Eigelb. Denn das Eigelb ist sehr mineralstoffreich, hat alle fettlöslichen Vitamine außer Vitamin C, hat Zeaxanthin und Lutein, die vor allem gut für deine Augen sind, und hat auch Cholin, das dein Cholesterin reguliert. Und vor allem hat das Ei auch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit an Proteinen. Bedeutet 49% der Proteine vom Ei kommen letzten Endes in deine Muskelzellen an. Und gleichzeitig ist auch das Ei sehr reich an Cholesterin. Und Testosteron kommt ja von Cholesterin, das bedeutet, dass dein Testosteronspiegel erhöht. Nice. Gleichzeitig haben auch Eier, vor allem das Eigelb, Vitamin D, das vor allem auch sehr gut für deine Testosteronproduktion ist. Und Eier haben vor allem auch Omega-3-Fettsäuren, die deine Fettleibigkeit bekämpfen. Dann kommen wir jetzt zum dritten Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, und das ist fettiger Fisch oder Fischöl. Und beide sind sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, die halt eben deine Fettleibigkeit bekämpfen. Und sie haben auch Vitamin D, das vor allem auch gut für deinen Testosteronspiegel ist. Dann kommen wir zum vierten Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, und das ist der Spargel. Spargel erhöht nämlich deine Spermienanzahl, was vor allem gut für deine Fruchtbarkeit ist gut für deine Niere, und eine gesunde Niere bzw. eine gesunde Leber sind auch gut für ein gesundes Testosteron. Und Spargel erhöht auch Vitamin E, und Vitamin E ist ein Fruchtbarkeitsvitamin, das nicht nur Testosteron, sondern auch andere Sexhormone erhöht. Yeah, boy. Dann kommen wir jetzt zum fünften Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, und das sind Zwiebeln. Zwiebeln erhöhen vor allem antioxidative Enzyme,
und schützen deine Zellen vor Schäden. Und gleichzeitig erhöhen sie auch die Produktion von dem luteinisierenden Hormon, das vor allem für einen erhöhten Testosteronspiegel sorgt. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Dann kommen wir jetzt zum 6. Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, und das ist Ingwer. Ingwer ist vor allem auch sehr reich an Antioxidantien, Vitamin C, Zink und Vitamin E. Und in ausreichenden Mengen kann Ingwer dafür sorgen, dass die Hypophyse zur Ausschüttung des luteinisierenden Hormons angeregt wird. Und das sorgt dafür, dass die Gesundheit deines Hodengewebes gefördert wird und dass sich deine Spermienanzahl erhöht. Dann kommen wir jetzt zu guter Letzt zum letzten und 7. Lebensmittel, das dein Testosteron erhöhen kann, und das ist der Granatapfel. Und der Granatapfel ist eine Superfrucht, die sehr reich an Antioxidantien, an Vitamin C, Kalium und vielen anderen verschiedenen Nährstoffen ist. Und all diese Stoffe wirken zusammen, um das Speicheltestosteron zu erhöhen. Und wenn du ein erhöhtes Speicheltestosteron hast, dann sorgt es dafür, dass du eine verbesserte Stimmung hast, mehr Energie, und es kann sogar deine Depression bekämpfen. Und Studien haben auch gezeigt, dass wenn du Granatapfel konsumierst, dass deine Fruchtbarkeit sich deutlich erhöht. Und gleichzeitig ist natürlich Granatapfel auch sehr gut für deine Gesundheit. Gut, das war's jetzt vom Video, welche Nahrungsmittel dein Testosteron erhöhen können. Im nächsten Video werden wir uns dann damit beschäftigen, welche Nahrungsmittel dein Testosteron senken. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! Und wenn dir dieses Video gefallen hat, beziehungsweise du dieses Video als sehr informativ empfunden hast und dieses Video dir sehr geholfen hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.